Alle Frauen auf der Welt sind Töchter. Und ich bin auch eine Tochter. Die Tochter eines Försters. Und ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Und dann kamen Briefe. Briefe aus Milano, bunt bemalt, Skizzen in Schwarz-Weiß. Sogar die Umschläge waren verziert. Kleine Kunstwerke. Leider habe ich sie irgendwann wegen der vielen Umzüge entsorgt. Ich fing auch wieder an zu malen, mit Kohle. Ich nahm sogar mal an einem Malwettbewerb teil und gewann. Aber meine Eltern wollten, dass ich meine Ausbildung zur Erzieherin zu Ende bringe. Heute male ich nur noch in Acryl. Zeit verging. Wir feierten Silvester und Geburtstage in der Jagdhütte. Ich wusste ja, wo der Schlüssel lag. Und dann war plötzlich Gabriel wieder da. Er kam mit einem Freund, den wir alle noch nicht kannten, Paolo. Er war ein Stoffgroßhändler, der seine feinen italienischen Stoffe weltweit vertrieb. Er fuhr einen teuren italienischen Sportwagen mit Mailänder Kennzeichen und die Leute blieben auf der Straße stehen und bewunderten das Auto. Meine Eltern wurden mit der Zeit zugänglicher. Vielleicht hatten sie begriffen, dass es nicht irgendwelche komischen Typen waren. Gabriel war sehr amüsiert über unsere großen Kaffeetassen und das deutsche Essen. Wir verabredeten uns für den Sommerurlaub. Auf der Fahrt dahin hielten mir Anna und Gina ständig Vorträge. »Wenn du jetzt immer noch nicht mit ihm schläfst, bist du krank«, sagte Anna einmal erbost. Und Gina fügte hinzu, man kann es auch mit seiner Keuschheit übertreiben. Wir trafen uns bei Gabriel zu Hause. Seine Family war verreist. Die große Wohnung lag in einer Patrizia-Villa. Sie hatte hohe Räume, Stuck und bunte Fliesen. Wir aßen und tranken und am späten Abend fuhren meine Freundinnen mit Paolo zum Übernachten. Und ich schlief endlich mit Gabriel. Am nächsten Morgen schauten mich Anna und Gina prüfend an. Und als ich mit dem Kopf nickte, waren sie zufrieden. Als erstes zeigte uns Paolo seinen Stoffgroßhandel. Er und Gabriels Familien waren befreundet. Da lagen die feinsten, wunderschönsten Stoffe im Regal. Aber als Gina einen Ballen herausnahm und sich den Stoff um den Körper wickelte, nahm er ihn sofort wieder aus der Hand. Paolo, der ja um einiges älter war als wir, besaß ein Wahnsinnsmoped und fuhr jeweils mit einer von uns eine große Runde durch die Straßen. Ein tolles Erlebnis. Aber das Beste kommt noch. Sein Boot. Eine 25 Meter Yacht Zweimaster lag in Alassio im Hafen. Da aber daran noch ein paar Sachen erledigt werden mussten, bis es in See stechen konnte, verabredeten wir uns einen Tag später dort zu treffen. Wir waren ja so frei, trugen große bunte Hüte, wir fielen überall auf mit dem bemalten Auto. Wir schlugen das Verdeck zurück. Ich war ganz stolz auf meine Weintraubenohrringe. Weiße, dicke Kugeln, mehrere Zentimeter langes Gehänge. Ich saß hinten auf der Matratze im Auto und spielte Gitarre. Ich hatte mir das selbst beigebracht. Wir hatten oft kein Ziel. Nie im Leben hätten wir einen Pauschalurlaub gebucht und haben das auch nie gemacht. Unterwegs sprangen wir mit unseren Klamotten ins Wasser, saßen danach auf einem Steg und ließen unsere Sachen in der Sonne trocknen. Schließlich landeten wir in Domodossola, ein kleines Städtchen in der Region Piemont. Und als erstes lernten wir natürlich zwei Jungs kennen. Wir tranken Grappa und aßen Pizza. Ich weiß gar nicht mehr, warum Gina sich die Pizza auf den Kopf gelegt hat. Vielleicht fand sie den Belag so dekorativ. Spät in der Nacht fuhren wir mit den Jungs in einige Kilometer entfernte Ferienwohnung. Es war mehr so eine einfache Hütte. Wenn ich mir das heute überlege, ganz schön mutig. Wir kannten die ja überhaupt nicht. Aber wir hatten keine Angst. Gina schlief auf dem Fußboden und ich mit dem Bärtigen auf einem Sofa. Die ganze Nacht hat er versucht, mich auszuziehen. Aber ich dachte nur an Gabriel. Heute tut's mir fast ein bisschen leid. Anna allerdings knutschte wild im Hinteren des Raums. Am nächsten Morgen machten wir uns auf, den Weg nach Alassio. Wir haben uns aber mit diesen beiden Jungs noch lange Briefe geschrieben. Der Hafen von Alassio. Unzählige Boote, ein endlos blauer Himmel und blaues Wasser. Und ich mittendrin. Ich segelte alleine mit Gabriel und Paolo. Meine Freundin fuhr mit der Ente. Unser Ziel Saint-Tropez. Nächstes Treffen im Hafen von Menton. Wie soll ich das beschreiben? Anna und ich waren in unserem Spanienurlaub
schon mal mit Freunden von dem Wirt gesegelt und auch ein paar Mal Motorboot gefahren. Aber das hier war was ganz anderes. Wie wir aus dem Hafen fuhren, aufs Meer hinaus. Ich vorne auf der Spitze des Bugs, den Wind vom Meer in den Haaren, die Sonne im Gesicht, die Wellen. Einfach unvergleichlich. Die laute Musik von Radio Monte Carlo schallte über das ganze Boot. Und los ging die Reise. Es war ein geräumiges Boot, mehrere Kajüten und eine relativ große Kombüse, in der Paolo kochte. Ich bewegte mich kaum von meinem Aussichtsplatz an der Spitze des Bugs weg. Summertime and the living is easy. Abends, als wir in den Hafen von Menton einliefen, standen Anna und Gina schon am Pier und winkten und lachten. Mir war regelrecht übel, als ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Gabriel lachte und meinte, ich sei der geborene Matrose. Wir aßen und tranken in einem Hafenlokal. Später schliefen wir alle an Bord und am nächsten Morgen schipperten wir weiter. Wir kamen am Nachmittag in Saint-Tropez an. Gina und Anna waren noch nicht da, aber die gesamte Clique vom Campingplatz begrüßte mich mit lauten »Ciao Bella, ciao, ciao«. Ehrlich gesagt habe ich erst viel später begriffen, was mir da geboten wurde. Wir saßen abends alle zusammen in Lokalen am Hafen und wir Mädel genossen die Lebensart der Italiener. Jeden Morgen liefen wir aus und ankerten in kleinen Buchten mit türkisfarbenem Wasser. Wir sprangen vom Boot direkt ins Meer, aßen Pasta mit Meeresfrüchten und tranken Wein. Ganz besonders fand ich es, wenn wir gegen Abend mit den anderen Booten wieder zurück in den Hafen segelten. Da kamen zig Yachten und kleine Segler und Motorboote zusammen. Der Himmel hatte so eine besondere Farbe und das Wasser wurde dunkelblau und es roch auch ganz anders. Gischt und hohe Wellen, verursacht durch die vielen Schiffe, wirbelten das Wasser auf. Jahre später, in einem Urlaub, saß ich an der Mole und schaute den einlaufenden Schiffen zu. Mir schossen automatisch die Tränen in die Augen und eine unglaubliche Sehnsucht ergriff mich. Gina verliebte sich in den Treiber einer Hochseejacht, die neben uns vor Anker lag, einen Griechen. Er nahm uns mal mit an Bord und zeigte uns das Führerhaus, seinen Arbeitsplatz, als seine reichen Arbeitgeber nicht da waren. Das sah aus wie das Cockpit in einem Flugzeug. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt mein Kanal, also bitte fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.